Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, die ganze Zeit wie bei Animal Crossing passende Musik im Hintergrund spielen zu haben? Ich habe da an etwas gebastelt, um genau das hinzubekommen. Und dafür braucht man noch gar nicht viel. Ein Raspberry Pi mit einer SD-Karte, irgendwelche Lautsprecher, die man am besten per Klinkenkabel und USB für Strom anschließen kann und ein Kabel für Strom, entweder mit Stecker oder Powerbank, um etwas portabler zu sein. Ich gehe davon aus, dass du Standardsachen wie eine Maus, Tastatur, USB-Stick, Monitor und einen Computer für die Einrichtung zur Verfügung hast. Wenn alles bereit liegt, nehmen wir die SD-Karte vom Pi und stecken sie in den Computer. Wir starten damit, das Betriebssystem auf den Pi zu laden. Dafür laden wir uns den Raspberry Pi Imager herunter und installieren ihn. Nachdem wir ihn gestartet haben, wählen wir erst das Modell des Raspberry Pis aus. Dann das Betriebssystem, in unserem Fall das ganz normale Raspberry Pi OS, und zuletzt noch die SD-Karte, worauf alles installiert werden soll. Vor der Installation können wir jetzt noch ein paar Anpassungen vornehmen. Hierbei legen wir erstmal den Benutzernamen und das Passwort fest. Im Anschluss können wir gleich unsere WLAN-Daten eingeben, was uns später Zeit erspart. Zuletzt wird noch die Sprache eingestellt. Sind wir damit fertig, kann die Installation starten. Da das jetzt ein paar Minuten dauern kann, können wir schon mal nebenbei nach der passenden Musik suchen und auf einen USB-Stick laden. Hier wird man beispielsweise sehr schnell auf YouTube fündig, wenn man Animal Crossing New Horizons Playlist, allgemein Animal Crossing Playlist oder in meinem Fall habe ich nach einer Wild World Playlist gesucht. Ist die SD-Karte fertig beschrieben, setzen wir diese wieder in den Pi. Dann können wir auch gleich alles anschließen. Also Lautsprecher, Ton und Strom per USB, Maus, Tastatur, HDMI und den Stick mit Musik. Zuletzt noch das Stromkabel. Jetzt sollte der Pi starten. Als erstes öffnen wir ein Terminal und lassen Updates installieren. Mit dem Befehl sudo apt update suchen wir nach Updates und mit dem Befehl sudo apt upgrade installieren wir diese. Die ganzen Befehle findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung, da könnt ihr sie dann einfach rauskopieren. Wenn das durch ist, neu starten. Als nächstes kopieren wir die Musik vom Stick auf den Pi. Am besten in einen benannten Ordner, um alles später wiederzufinden. Um die Musik jetzt abspielen zu können, brauchen wir noch ein Tool, was wir uns einfach per Befehl installieren können. Danach können wir es gleich mal ausprobieren. Wir wechseln mit CD in den entsprechenden Musikordner. Befehle kann man generell per Autovervollständigung schneller tippen, indem man den Anfang eingibt und dann Tab drückt. Jetzt können wir einen Titel abspielen, indem wir den Namen des Programms eingeben und dann einfach den Dateinamen, der abgespielt werden soll. Und jetzt sollten wir auch schon die Musik hören. Mit STRG C können wir die Wiedergabe abbrechen. Jetzt können wir starten, alles zu automatisieren. Wir fangen wieder mit demselben Befehl an und geben im Anschluss den vollständigen Ordnerpfad an. Um nicht ein bestimmtes Lied auszuwählen, sondern die Musik passend zur Uhrzeit abzuspielen, verwenden wir die Date-Funktion und lassen uns daraus nur die Stundenzahl mit in den Pfad schreiben. Das können wir auch wieder direkt ausprobieren. Man sieht, es ist 21:08 Uhr und es wurde die Datei 21.mp3 gestartet. Perfekt, funktioniert also. Den Befehl können wir uns kopieren und wir legen ein neues Skript an. Den Namen kann man hier frei wählen. In die erste Zeile schreiben wir, mit was das Skript ausgeführt werden soll. Das kannst du einfach so kopieren. Danach können wir einfach den Befehl von eben einfügen. Mit STRG O kann man speichern, Enter zum Bestätigen und mit STRG X verlassen. Mit chmod plus X machen wir das Skript ausführbar und probieren auch hier wieder gleich, ob es funktioniert, wie es soll. Perfekt. Als nächstes müssen wir noch einbauen, dass falls gerade noch Musik läuft, diese erst beendet wird, bevor wir etwas Neues abspielen. Hierfür beende ich einfach den Musikplayer mit pkill. Das kopieren wir uns wieder und fügen es in unser Skript ein. Wenn wir das haben, sind wir schon fast fertig. Jetzt müssen wir das Skript nur noch automatisch starten lassen. Dafür kopiere ich mir einfach den Pfad und lege mit crontab-e einen neuen Job dafür an. Verwendet man den Befehl zum ersten Mal, wird man gefragt, mit welchem Editor man vorfahren möchte. Für Einsteiger würde ich hier wie vorgeschlagen Nano empfehlen, also 1 eingeben. Jetzt gehen wir bis zum Ende vom Text, geben an, dass der Befehl stündlich ausgeführt werden soll und fügen ihn dann ein. Danach geben wir nochmal an, dass er auch bei jedem Start ausgeführt werden soll. Jetzt können wir entweder zum Ausprobieren neu starten oder gleich herunterfahren. Dann brauchen wir nur noch den Pi nehmen und irgendwo platzieren. Zum Beispiel unter ein Möbelstück befestigen oder wie ich es gemacht habe, einfach in einer Schublade verstauen. Dann einfach Strom anschließen, per Stecker oder Powerbank und in ein paar Sekunden hat man die passende Musik zur aktuellen Uhrzeit. Und das wär's auch schon. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du probierst es einfach mal aus. Ich wüsste jetzt schon ein paar Verbesserungsideen oder mögliche Fehlerquellen, also wenn du mehr Interesse daran hast, lass es mich gern wissen. Bis dahin, ciao.